Jetzt bin ich gespannt, ob du mich wiedererkennst. Das ist ja der totale Hit, das habe ich alles schon vergessen. So, jetzt. Guten Tag. Hallo Florian, jetzt bin ich gespannt, ob du mich wiedererkennst. Das wird jetzt sehr sportlich. Irgendwoher kenne ich das Gesicht, aber ich kann es bei Gott nicht zuordnen jetzt. Wir haben 1989 zusammen den Westerwaldkäfer geborgen. Der Micha Kelsch. Ja, haben wir Zivildienst gemacht zusammen. Ja, ja. Erinnerst Lange dich? ist her. Ich habe die Fotos dabei von dem Käfer damals, den wir geborgen Du hast da haben. Fotos zusammen. gemacht, ey. Das ist ja der totale Hit, das habe ich alles schon vergessen. Wahnsinn. Ja, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge, weil wir gerade das Auto nach Jahrzehnten wieder aus der Garage geholt haben. Ehrlich? Wir haben da einen kleinen bösen Motor eingebaut. Klasse, das musst du mir unbedingt zeigen später. Wollten da sowieso jetzt mal auch ein kleines YouTube-Filmchen zu machen. Und da schön. passt das natürlich wunderbar hier. Ja, das ist natürlich eine tolle Überraschung, die der Micha da mitgebracht hat, dass diese Bilder existieren. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber es stimmt, der hatte damals seine natürlich noch analoge Kamera dabei und hat diesen Bergungsprozess im Westerwald mit begleitet. Und das war ein kalter Wintertag 1989. Das Auto stand im Gratis-Anzeigenblatt Annonce für eine ganz, ganz schmale Mark. Und da bin ich sofort hingefahren, weil ich das nicht glauben konnte, dass tatsächlich ein Ovalkäfer, das war ja damals schon ein wertvolles Auto Ende der 80er Jahre, dass der für so einen niedrigen Preis zu haben sein sollte. Aber es war so. Und das war dann das erste Bild, was sich mir darbot. Das war wirklich am Ende der Welt. Das war dieser Hinterhof. Man sieht so ein bisschen, das Auto ist hinten am Popo schon etwas eingewachsen. Das steht da am Rande eines Bahndamms und dieser Hof, der ist so schön vollgemüllt. Es war also eine sehr eindrückliche Szene. Und ich konnte mein Glück kaum fassen. Es war also wirklich ein echter Ovalkäfer. Der Mann hatte sich also nicht im Baujahr vertan. Auch beim Näherkommen zeigte sich, an dem Auto hat jetzt noch keiner rumgeschlachtet. Der ist wunderbar komplett okay. Die Blinkerkappe vorne links ist weg, aber das ist nun wirklich nicht schlimm. Der Wagen war aufgebockt, auch das war sehr gut, denn ansonsten wäre er ja im Westerwälder Morast tief versunken gewesen über die Jahrzehnte. Und der Vorbesitzer sagte mir, dass das Auto ja immerhin seit 1971 da in diesem verlotterten Hinterhof stand. Das wäre also sonst nicht gut ausgegangen, wenn er das nicht aufgebockt hätte. In dem Augenblick habe ich ihm dann auch direkt gesagt, dass ich den Wagen auf jeden Fall kaufen würde. Und dann zog er los und suchte die Schlüssel zu dem Auto. Und er sagte, der hätte die noch irgendwo. Und das Auto war abgeschlossen. Man konnte so ein bisschen durch die Tür gucken und ich sah, dass ein Radio drin war. Das freute mich natürlich ungemein. Ich war dann noch natürlich jetzt sehr gespannt, was sich denn noch zeigen würde, wenn das Auto denn mal auf wäre. Ja, von hinten sah er auch gut aus, dass da jetzt die moderneren Rückleuchten drauf waren.
war ja normal, denn allerspätestens 1963 mussten ja alle Käfer, überhaupt alle Autos, die damals noch Winker hatten, mit einer Blinkanlage ausgerüstet sein, und das machten die allermeisten Leute durch die Montage dieser neueren Rückleuchten. Das war ja auch damals eine Wertsteigerung. Heute sieht man das natürlich genau umgekehrt. Heute soll das Auto möglichst original sein. Damals sollte es immer möglichst modern ausgestattet sein. Also die Rückleuchten, das war jetzt durchaus zu verschmerzen. Da war ja nicht ernsthaft mit zu rechnen, dass der noch die originalen Rückleuchten hatte. Denn er ist ja bis 1971 gelaufen. Also irgendwie muss er ja eine Blinkanlage kriegen. Und hier sieht man es von der Seite. Die Winker sind damals demontiert worden und da sind diese mehr oder weniger schicken Plastik-Chromabdeckungen der Firma Yukon reingekommen. Der Wagen hat noch die originalen Felgen mit der richtigen Farbgebung, natürlich die Radkappen total verrostet. Der Wagen ist nicht überlackiert, er trägt immer noch die Originalfarbe, wenn man von Farbe so reden möchte, aber es ist, glaube ich, Stratos Silber gewesen, eine der allerersten Metallic-Farben von VW. Ein Einschicht Metallic-Lack, sehr schwer zu verarbeiten, und er war auch damals nicht gut. Die meisten dieser Fahrzeuge, die damals in Metallic-Lack geordert wurden, wurden dann relativ schnell übergeduscht, weil der Lack recht schnell unansehlich geworden ist. Hier nicht der Fall. Der Wagen stand halt noch im Originallack, beziehungsweise das, was vom Originallack noch übrig geblieben war. Die nächste sehr positive Überraschung war dann der Motor. Es war tatsächlich der originale Motor noch verbaut und er ließ sich auch durchdrehen. Man sieht an der rechten Seite sogar noch den dunkelblauen Ölwechselanhänger vom letzten Ölwechsel an der freundlichen Aralstation. Der Motor auch komplett, da fehlt nichts. Die Dämmpappen haben sich etwas gelöst im Laufe der Jahrzehnte. Die müssen natürlich raus, denn wenn die vom laufenden Motor angesogen werden, dann ist ganz schnell Schluss mit dem Motor, denn dann blockiert ja die Kühlluftzufuhr. Aber so weit waren wir noch lange nicht. So, jetzt sind die Schlüssel gefunden, die Tür ist auf und ich freue mir ein Loch im Bauch. Sabine, die daneben steht, ist noch so ein bisschen skeptisch. Ist jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeugzustand, der das Damenherz höher schlagen lässt. Aber sie hat mir da sehr geholfen und jetzt beginnt ein großes Abenteuer. Ja, in dem Auto natürlich hatten sich Mäuse breit gemacht, stand ja draußen. Die Sitze waren ganz ordentlich zerfetzt mit den Jahren. Auf dem Beifahrersitz sieht man das Kennzeichen liegen. Es war lustigerweise ein Kölner Kennzeichen. Also das Auto war wie der Samba-Bus zum Schluss in Köln gelaufen und wie der Samba-Bus dann weit weg von Köln abgestellt worden. Da zeigen sich ganz lustige Parallelen zwischen den beiden Autos. Man sieht, dass das Auto ein Lenkradschloss nachgerüstet bekommen hat, aber das war ja kein Problem, denn der Verkäufer hatte ja den originalen Schlüsselbund gefunden. Und man sieht ein ganz klein bisschen rechts neben dem Lenkrad dieses Radio und es hat in dem Auto furchtbar gestunken. Natürlich haben die Mäuse drin gelebt und sie sind auch da drin gestorben. Das musste man jetzt erstmal so ein bisschen entmisten. Aber auch hier, es ist alles vorhanden. Es ist nichts geklaut, es ist nichts kaputt. Naja, außer den Sitzbezügen, die natürlich in Fetzen liegen. Aber das hat mich damals nicht wirklich gestört. Ja, und hier sieht man mich in den Tiefen des Motorraums rumwursteln, denn das hat mich natürlich sehr gereizt, zu gucken, ob der Wagen anspringt. Sabine macht sich in der Zwischenzeit mit dem Interieur vertraut und man sieht den Micha Kelsch im Schattenwurf am hinteren Reifen, wie er gerade dieses Bild macht. In der Zwischenzeit, man sieht es ja auch, haben wir den Wagen auch. Ist er schon abgebockt? Ich kann es gar nicht so genau erkennen. Das haben wir dann aber natürlich gemacht. Wir wollten ihn ja da rausschieben, aber da kam dann die nächste Überraschung und das war eine unangenehme Überraschung, denn die Bremsen, mindestens hinten, waren bombenfest. Da ließ sich nichts drücken, da ließ sich nichts ziehen. Das Auto blieb wie angewurzelt stehen.
Genau an diesem Punkt hier kommen unsere verzweifelten Versuche, den Käfer trotz seiner immer noch total blockierten Bremse hinten mithilfe von Sabines Vaters D-Rekord-Automatik-Sondermodell Millionär aus seinem Hinterhofversteck herauszuziehen, an ein jähes Ende, denn hier geht nichts mehr. Der Rekord dreht durch, der Untergrund ist viel zu morastig, hier geht nichts mehr. Und in diesem Augenblick kommt der Verkäufer des Wagens, den man hier hinten links sieht, der Herr Bubalu, auf eine ganz abgedrehte Idee, wofür man heute wahrscheinlich vor Gericht gezerrt würde. Aber damals, es waren die 80er. Bitte, ihr lieben woken Umweltschützer, macht fest die Augen zu, guckt euch das nächste Bild nicht an und zieht euch das nicht rein, auf was für eine Idee der jetzt kommt. Der Schurke nimmt nämlich einfach aus seinem Müllhaufen ein paar Verschalungsbretter und kippt da Diesel drauf und denkt, dass man so das Auto auf eine Art Rutschbahn da rauszerren kann. Ein Plan, der nur bedingt geklappt hat. Immer noch dreht der arme Rekord am Rad. Wir kommen also auch mit dieser Umweltsauerei nicht weiter. Und jetzt bleibt nur noch eine Möglichkeit. Ich muss den Wagen an Ort und Stelle fahrbereit kriegen. Der muss ja irgendwie da weg. Und es bleibt nur noch die Möglichkeit, dass er das aus eigener Kraft schafft. Denn wenn der Motor erstmal läuft, dann lösen sich hoffentlich die Bremsen. Das war der Plan. Also mache ich mich an diesen Motor ran. Und es soll auch tatsächlich gelingen. Irgendwann springt der Motor an und mit einem riesen Knall verabschiedet sich die Auspuffanlage und die Wärmetauscher. Ein riesen Feuerstoß kommt unter dem Heckblech hervor und mit einem Ruck lösen sich die Bremsen mindestens auf einer Seite. Das reicht aber, um das Auto dann halb mit eigener Kraft und halb mit dem ziehenden Rekord dann bis auf die Straße draußen zu bringen. Und endlich ist es vollbracht. Hier auf dem Bild sieht man das ganz genau. Hinten links ist die Bremse noch fest, aber rechts haben wir das tatsächlich geschafft, die Bremse zu lösen, dadurch, dass wir den Motor ans Laufen gekriegt haben. Und so ist der Käfer halb aus eigener Kraft und halb mit Unterstützung des tapferen D-Rekordes, wo er vorne immer noch angehangen ist, aus seinem Grab herausgezerrt worden. Und hier steht er in der letzten Abendsonne und es beginnt der zweite Lebensabschnitt des Käfers. Unter den ungläubigen Blicken der Westerwälder Dorfjugend laden wir hier den Käfer auf den Hänger auf und schnell geht es wieder Richtung Rheinland, wo ich den Wagen dann bei Sabines Oma in der Scheune herrichte. Was heißt herrichte? Ich mache die Bremse heil und baue einen guten gebrauchten Auspuff dran. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Da war das Auto wieder sicher zu bewegen und schon 1-2 Monate später nehme ich damit beim internationalen Kleinwagentreffen in Brenich im Vorgebirge teil. Das war ein großes Hallo, als ich mit dem Auto damit vorgefahren bin. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein andern Mal erzählen. Cool, sollen wir mal das Auto angucken? Sehr gerne. Wenn du die Zeit hast. Dafür schon. Super. Für so einen Quatsch mit immer zu haben. Danke. Gut. So, dann nehmen wir den Micha mal direkt mit auf eine ausgedehnte Probefahrt und zeigen ihm mal, was das Auto so kann. Das ist so recht nach seinem Geschmack. Der ist ja immer noch nach 30 Jahren ein echter Autofreak vor dem Herrn. Und da hat er jetzt eine Menge Spaß dran. So, jetzt. So, pass auf, ich habe noch was gebastelt. Zeig mal. Weil du kennst ja bestimmt die Situation, 6 Volt Auto,
oder überhaupt altes Auto und dann lässt er das verdammte Standlicht nur über Nacht an, ja? Und dann ist am nächsten 6 Morgen Volt ist die Batterie leer. Ne? Nervt unheimlich, geht ja auch tierisch auf die Batterie. Und im modernen Auto hast du natürlich so einen Warnsummer. Ja. Da habe ich mir gedacht, so nach dem 4. Riesling, das kann man auch basteln. Ne? Und hier, also Licht an, Zündung aus. Und wenn du jetzt aussteigst, Nein. doch, und das gibt es jetzt Fantastisch. als Fevip-Ersatzteil bei uns im Programm. Klasse. Krass, ne? Geile Karre. So, ich hoffe, euch hat dieser kleine Boomer-Ausflug in die 80er Jahre gefallen. In der nächsten Folge sind wir wieder in der Gegenwart. Da fahren wir zur Air Mighty Show nach Holland. Da sind wir eingeladen, mit dem Auto teilzunehmen. Das machen wir natürlich auch. Hinterlasst vielleicht einen wohlwollenden Kommentar. Dann freut sich unser neuer Videograf Carlo, denn der hat das ja hier ganz toll gemacht. Dann macht das nächste Mal auch wieder schön. Bis dann. Tschüss.